Dann hast du hier zum Beispiel solche Geschichten wie, wenn du die Lenkung einstellen willst. So, oder rein und raus. Okay. Dann hast du hier das Klimamenü. Du kannst hier hinten, möchtest du Sitzheizung? Gerne. Du bist rechts. So. Möchtest du Sitzheizung? Nö, im Moment nicht. Genau. Dann hat er Lenkradheizung. Das ist irre. Das ist so heiß. Lenkradheizung. Wahnsinn. Scheibenwischerheizung. Okay. Ja. Und da du ja hier für die Lüftungen Ja. nichts Manuelles hast, Ja. regelst du so den Luftstrom. Dann eine ganz tolle Sache, du hast einen Hundemodus. Also nehmen wir mal an, es ist 35 Grad draußen, du willst schnell was einkaufen gehen. Kann man den Hund natürlich nicht im Auto lassen. Richtig. Im Tesla schon. Du drückst auf Hund, dann wird der Hundemodus aktiviert und wenn wir jetzt aussteigen, ist hier ein großes Display, ein Hund drauf, ein Comic-Hund und da steht keine Sorge. Der Innenraum ist auf 18 Grad klimatisiert. Sie müssen keine Angst haben. Okay. Auch eine tolle Idee, weil Wahnsinn. dadurch, dass du halt keinen Benzinmotor hast, kannst du ihn immer durch die Wärmepumpe anlassen, Ja. kannst klimatisieren, kannst heizen. Ja. Dann hast du Niklas, das wird dich interessieren. Niklas ist übrigens der Sohn von Ralfi, mit dem ich übrigens vergangene Woche oder vor 2 Wochen am Nürburgring war, den Roadtrip. Und Nicole ist die Ehefrau von Ralfi, von meinem besten Freund. Das muss ich ja auch noch mal einmal sagen. Ja. Nimmst du jetzt schon die ganze Zeit hier auf? Ja. Gut, ich mache mal die Klimaanlage kannst du ja noch aus. schneiden, Ja, ja, sowieso, klar. Ich mache mal die Klimaanlage aus, damit man ein bisschen was hört. Fenster wieder hoch machen? Ja, warte, kannst du hochmachen, klar. Ganghebel hast du hier nicht, sondern hier. So wie früher Okay. bei manchen Autos. Dann siehst du hier D und dann fährt man. Und das ist schon so im ersten Moment, man hört halt nichts. Ja? Ja, aber dazu kann ich wirklich was sagen. Das finde ich jetzt persönlich, sind mir die Autos zu leise. Absolut. Du musst aufpassen, gerade bei Fußgängern, weil die, man Du hört hörst dich sie nicht. nicht mehr. Mir ist es selber schon passiert auch, ja, dass ich das Auto hinter mir nicht gehört habe. Was ich nicht gut finde, der war wirklich schon ziemlich dicht dran, als ich mit dem Hund unterwegs war, vom Reitstall oben runter. Und ich finde es auch nicht gut für die Kinder. Absolut. Also manche Autos sind natürlich zu laut, ja. Ja, Also aber das ist auch, das sagen auch Verkehrsexperten, dass das Ja. ein Risiko ist. Wenn du jetzt rückwärts fährst, hör mal, ist extra ein Ton. ja, okay. Dieses, Ja, ja. und das Okay. müsste eigentlich auch beim Ja. langsam Vorwärtsfahren auch so einen Ton Ja, geben. weil die Kinder gehen ja auch noch oftmals dann nach Geräusch. Natürlich. Ja. Und Absolut. das finde ich wirklich, das ist echt ein Nachteil bei den Elektroautos. Und das musst du, glaube ich, auch als Elektroautofahrer wissen, gerade wenn du so in Spielstraße oder in 30er-Zonen fährst, dass du in dem Bereich etwas aufmerksamer bist und einfach die Kenntnis hast, hallo, die hören dich jetzt nicht. Aber irgendjemand hatte mir mal gesagt, dass du es auch einstellen kannst, wie laut oder leise. Also dass es da nochmal eine Variation Ja. gibt. Aber also bei den Autos, die ich jetzt kenne, bei Mercedes oder beim Tesla, ist es nicht einstellbar. Da ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass dieser Rückwärtston da ist. Dann hast du hier oben den Akkustand und die Reichweite. Ist der denn jetzt schon wirklich, für wie viele Kilometer ist der jetzt ausgelegt? Also es gibt immer so einen sogenannten WLTP-Wert. Das ist so wie bei den Verbrennerautos, diese Verbrauchsanzeigen, Okay. die kannst du eigentlich total vergessen. Okay. Da sind die bis 650 Kilometer angegeben. Oh. Das ist ein theoretischer Wert. Da muss die Idealtemperatur sein, der Luftdruck muss genau stimmen, die Geschwindigkeit, das erreicht kein Mensch. Also realistisch im Sommer sind 500 Kilometer Reichweite Okay. und im Winter so um die 400. Pi mal Daumen. Das Aber ist da hat er ja realistisch. schon wirklich jetzt eine etwas... Absolut, du kannst damit weitere Reichweite. super reisen. Es gibt einige YouTuber, die haben, die sind mit dem Model 3 zum Polarkreis gefahren. Und das ist ein Vorteil bei Tesla. Die haben dieses sogenannte Supercharger-Netzwerk. Das heißt, das ist wirklich verteilt über ganz Europa. Da hast du überall in der Nähe bei der Autobahn einen Supercharger und du lädst dann auch nur, du sollst immer nur laden von 20 bis 80%. Okay. Weil ab 80%, das ist wie bei deinem Handy, geht die Ladekurve runter. Der Ja. lädt dann viel langsamer. Ja.
Das heißt, diese 20% von 80 bis 100 würde so viel dauern wie von 20 bis 80 und noch länger. Okay. Und darum lädt man eigentlich auf längeren Touren nur von 20 bis 80, ist auch besser für den Akku. Und da lädst du dann 25 Minuten und kannst weiterfahren. 30 Minuten vielleicht. Und Okay, das hast das ja ist dann eine sowieso längere immer, wenn du eine Pause machen willst. Genau. Wer sage ich mal, gemütlicher verreist, der sagt, ja, ich warte nicht auf meinen Tesla, sondern der Tesla wartet auf mich, weil der gibt dir dann auf dem Handy nämlich an, so, ich bin vollgeladen, wir können weiter. Okay. Dann hat er hier überall Kameras rum. Das ist jetzt so eine toter Winkelkamera. Ich nutze das nicht. Ich habe gelernt den Rückblick und den Rückblick soll man auch immer machen. Er hat mit diesen Kameras eine Art Wächtermodus. Das heißt, wenn du ihn irgendwo abgestellt hast und es nähert sich jemand dem Auto, dann zeichnet er das automatisch auf. Da gab es schon Fälle, dass jemand auf dem Parkplatz im Supermarkt geparkt hat und jemand ist mit seinem Auto dagegen gefahren. Und die haben das Nummernschild gehabt und konnten so quasi genau sehen, wer das war. Hier hat er dann so eine Schildererkennung, da sagt er dir genau an, wie die Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Ja. Die ist aber noch sehr mangelhaft bei Tesla. Okay. Also da muss ein Software-Update her, möglichst schleunigst. Das ist auch das Tolle, du kriegst immer Software-Updates, wie beim Handy. Dann hat er so einen Autopiloten. So. Okay. Das wollte ich halt noch sagen. Der Mit fährt der jetzt selber. ganzen Spielerei und allem, es ist ja, musst du noch was tun? Ja, musst du. Fragezeichen. Weil dieser Autopilot zum Beispiel ist eine Beta-Software. Ja. Der macht auch Fehler. Das heißt, du darfst nicht unkonzentriert sein. Guck mal, Ja. der lenkt jetzt selber. Ja. Der erkennt eine rote Ampel, der hält an, der fährt los. Viele Sachen darf er in Deutschland nicht. Aus juristischen Gründen, weil die Gesetze das nicht hergeben. In Amerika darf er das. Aber guck mal, ich muss nur hier immer alle 20 Sekunden das Lenkrad drehen, damit das Auto weiß, dass ich noch an Bord bin und nicht ohnmächtig geworden bin oder sonst was. Okay. Aber er sieht die Linien durch die Kameras, Ja. er hat das GPS-Signal und fährt mich hier perfekt durch die Kurve. Okay. Aber was du gesagt hast, das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit zu dir gucke, abgelenkt bin Richtig. oder ich die Augen zumache und schlafe. Das Also ganz wird so irgendwann mal so sein, in 20 Jahren wahrscheinlich. Ja. Aber heutzutage, Gott sei Dank, musst du selber noch gucken und selber was machen. Ja, aber es ist die Frage, ob man es dann wirklich auch, ich meine, alle, ja, oder viele rufen auch danach und ja, ne, autonomes Fahren und so weiter. Aber es gibt bestimmt auch noch ganz, ganz viele, die sagen, nee, will ich ja gar nicht. Genau. Weil mir macht es ja Spaß zu fahren. Siehst du, jetzt ist 60. Ja. Jetzt geht er automatisch runter mit der Geschwindigkeit. Ich habe ihn jetzt auf 65 eingestellt, weil ich 5-mal drüber fahre. Aber das macht er alles automatisch. Aber ich möchte auch nicht autonom fahren. Aber schön ist es, sage ich mal, wenn du jetzt jetzt brechen wir es ab, wenn du auf der Autobahn zum Beispiel mal ganz kurz deine Flasche aufmachen willst. Ja, wenn man keinen Beifahrer hat, der einem hilft, dann macht man manchmal so das Knie ans Lenkrad. Genau. Ja, nicht gerade die tollste Möglichkeit. Jetzt würde ich mal einmal aufs Gaspedal drücken. Ja. Ja, Das ist auch ganz schön. das ist schon... Er ist jetzt hier noch nicht richtig, hier sind so kleine Punkte, er ist noch nicht richtig warm, der Akku. Er gibt noch nicht die komplette Leistung, da geht noch deutlich mehr. Okay. Aber er hat 3,3 Sekunden, Niklas. Und 3,3 Sekunden hat nicht mal mein Porsche, den ich damals hatte. Der hat 4,5 oder so. Das ist, also im Automobilbereich sagst du Supersportlerniveau. Das sind wirklich die Ferrari, die Höchstgeschwindigkeit schafft er nicht. Natürlich hat er nicht die Spurlage eines Porsche oder eines richtigen Sportwagens. Aber diese Beschleunigung ist halt wirklich das Faszinierende bei Elektroautos, weil das Drehmoment liegt sofort an. Okay. Nicht wie beim Benziner, das muss ich erst aufbauen, das ist ab 0 ist das da. Das belegt. Ja, das glaube ich. Hier können wir hier wenden? Nee, nicht? Nee, können wir hier nicht. Nee, willst du jetzt auf die Autobahn oder Nee, ich wollen wollte wir wieder zurückfahren? zurück, Genau, dann fahr bitte geradeaus. Dann fahren wir einmal so die Schleife dann zurück. Boah. Das ist Richtig ungewohnt, weil der fängt halt direkt an. Ja. Direkt, genau. Ja. Ja. Ich Wahnsinn. habe das auch mal mit Papa gemacht, so, dann hat Papa einfach schnell mal beschleunigt. Aber dann ist der richtig langsam. Du kannst aber weiter geradeaus Ja, ich fahren. wollte nur noch Ach so. einmal... Oh, das Und weil du tut vorhin, weh. ja, und weil du vorhin sagtest,
Naja, nicht das ist ja Achterbahn. keine Achterbahn. Doch, manchmal hast du fast dieses Gefühl Ja. von einer Achterbahn. Ah, das ist fies. Ja. Das ist echt gemein. Ich finde das super. Ja? So, und jetzt fahren wir wieder ganz brav Ganz per brav. Autopilot mit 60. Okay. Und wenn wir jetzt so fahren, wie wir es jetzt gerade gemacht haben mit dem Beschleunigen, dann kannst du natürlich die Reichweite komplett vergessen. Ja. Ja, Der saugt da einen Strom. ja, reicht doch jetzt, oder? Der saugt einen Strom, da kommst du vielleicht 100, 150 Ja. Kilometer. Ja. Und dafür sind die Elektroautos auch nicht ausgelegt, auch was Höchstgeschwindigkeit angeht. Viele sind begrenzt, unter 200 km/h zum Beispiel, weil dann verbrauchen sie so viel Strom, weil der CW-Wert halt auch hoch ist, dass die Fahrweise nicht mehr effizient ist. Okay. Also es ist tatsächlich bei mir so, das hat Ralf auch festgestellt, jetzt auf meinem Roadtrip, den ich vor kurzem gemacht habe, von Berlin, Weimar, Limburg, Nürburgring. Ich fahre deutlich entspannter und ruhiger. Na, Ich was fahre mit hat- 140 so durch die Gegend. Ja. Was hätte er Höchstgeschwindigkeit? 261. 261. Das ist schon okay. Mhm. Aber Naja, aber im Normalfall, wo würdest du Bisschen sowieso 261 fahren? genau. Nirgendwo. Und nirgendwo. Ja. Ich habe es mit meinem Elver schon öfter gemacht. Wenn frei war, bin Ja, ich auch mal kleine- 320 gefahren. Klein- Aber nicht länger als 5 oder 10 Minuten. Wollte ich gerade sagen, kleine Teilstrecken. Genau, und was dazu kommt, ich hab's nicht länger, also ich mochte es nicht zu lang dann fahren, weil es ein unheimlicher Stress ist. Ja. Du musst dich doppelt und dreifach konzentrieren, schert irgendjemand aus. Das machst du nicht, wenn du nicht ein Rennfahrer bist oder so, machst du sowieso nicht lange. Und ich bin überzeugt, dass wir sowieso in den kommenden 10 Jahren werden wir ein Tempolimit in Deutschland bekommen. Na gut, Das glaube ich schon. die Stimmen sind ja nach wie vor da Ja. und werden auch wieder lauter. Und Aber zum- hier die Beinfreiheit. Niklas, hast du hier hinten jetzt genug Beinfreiheit? Zum Beispiel? Ja, es ist schon sehr eng, aber Ja, weil du Also, sehr weil weit... ich sehr Rechts weit, hast du einen Knopf, da Ja. kannst du alles elektrisch einstellen, kannst ein bisschen vorfahren. Obwohl, also bei dem finde ich sehr angenehm, obwohl er ja auch sehr, sehr flach ist Mhm. eigentlich, hast du aber trotzdem, er ist hier vorne so ein bisschen gewölbter, dass auch große Personen jetzt Ja. noch. Schade, Ein dass es bisschen- kein Schiebedach ist, aber bei so einem riesen Glasdach, das kriegst du dann auch nicht hin. Nee. Und wenn wir jetzt eine Lademöglichkeit In zum 300 Beispiel haben Metern wollten, links abbiegen, um auf Hauptstraße dann drückst zu du da bleiben. oben rauf und machst jetzt hier zum Beispiel rein, Stopp hinzufügen, aufladen. Und dann zeigt er dir jetzt alle Lademöglichkeiten in der Nähe an, mit wie viel Kilowatt, ob die schnell oder langsam laden. Okay. Und er zeigt dir zum Beispiel jetzt hier an, bei dem Tesla Supercharger, 3 Plätze sind noch frei. Ah, das ist ja Und gut. führt dich dann dahin. Ja, Und dann macht er Folgendes, er macht den Akku warm, ja. weil ein Akku hat eine bestimmte Temperatur, wo er am besten lädt, damit er dann auch wirklich schnell lädt. Okay. Und navigiert dich dann zu den Super. Und wenn du jetzt mal hier guckst, Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie Guck ist mal denn das jetzt das Netzwerk an. Flächennetz? keine Probleme. Überhaupt keine Probleme. Selbst hier oben. Norwegen ist übrigens das Land mit der Jetzt meisten links Elektromobilität. abbiegen, um auf Hauptstraße zu bleiben. Da gibt es E-Autos ohne Ende, Ladesäulen. Also die sind uns, glaube ich, um viele, viele Jahre voraus, was das angeht. Aber hier siehst du, und das sind hier nur die Tesla-Lader, Ach so. die roten. Okay. Die, alle anderen sind die. Also du kommst selbst mit den Tesla-Ladern Ja. komplett durch Europa. Und wenn nicht, dann gehst du halt zu so einem anderen. Von Ja. ENBW, Ionity und wie sie alle heißen. Haben die ganzen Stromanbieter teilweise auch ihre eigenen Ladenetzwerke. Okay. Und da ist es halt nur ein bisschen komplizierter als bei Tesla. Da brauchst du dann eine Karte, die musst du ranhalten, da musst du dich vorher registrieren. Bei Tesla machst du gar nichts. Du steckst es rein und lädst und er rechnet das automatisch über dein Auto ab. Okay. Das ist schon so eine smarte Idee, die sie da haben. Aber jetzt so dieses Flächennetz, wie es jetzt ist, aber da haben sie wirklich jetzt auch in relativ kurzer Zeit viel aufgerüstet, ne? Oder die haben, nachgerüstet genau, oder sie haben wie ganz auch immer. viel nachgerüstet. Sie Weil bauen das immer war noch ja ganz vor einem viel. Jahr oder irgendwie oder anderthalb Jahren Ja, noch ziemlich rudimentär. Ne? absolut. Eigentlich ist das tatsächlich so. Die E-Mobilität hat begonnen mit Tesla. Die anderen sind jetzt toll nachgezogen, gibt ja super Produkte. Und jetzt geht es so richtig pioniermäßig los, was die Ladesäulen angeht und so weiter und so fort.
Also man ist nicht mehr in so einem Bereich, ich glaube, jemand, der vor 5 Jahren ein Elektroauto gekauft hat, da war das noch deutlich komplizierter. Ja. Wenn ich eine Reise habe, wie mache ich das? Abbiegen auf am Bündelberg. Ich habe ja ein Video gemacht, dieser Roadtrip mit Ralfi, wie wir zum Ja. Nürburgring gefahren sind. Und das war meine erste längere Tour nach meiner Auslieferung, 4 Tage nach der Auslieferung. Da habe ich auch schon so ein bisschen gedacht, schaffe ich das, bleibe ich liegen? Ich glaube, das hat jeder, der neu ist in dem Ja, Bereich. klar. Aber Jetzt nein, links abbiegen auf am das Bündelberg. macht alles dieses Navigationssystem, das sagt dir auch genau an, du kommst jetzt am Nürburgring mit 60% Ladestatus an. Und dann sagst du, ja 60%, das reicht mir, damit komme ich ja gut rum. Oder er sagt nur 20%, dann sagst du vielleicht 20% ist mir zu wenig, dann lade ich an der Station vorher doch noch Ja. mal ein bisschen auf. Jetzt rechts abbiegen auf am Und das macht er Bündelberg. alles für dich. Hier sagt er zum Beispiel, Prognose für Hin- und Rückfahrt, 62%, wir kommen mit 62% jetzt an. Na gut, wir sind jetzt auch da. Das nimmt er dir alles ab, sodass du eigentlich dich bewegst wie beim Benziner. Nur, dass du halt kein teures Benzin Jetzt links abbiegen auf am reinschütten Heckengarten. musst. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, bis auf das Beschleunigen. Wie, war das? Ist nicht deins, oder? Aber war schon, man merkt es, oder? Extrem. Und er hat jetzt Extrem. diesmal, es ist ja wahrscheinlich auch temperaturabhängig, ich fand, er hat nicht die volle Kraft gehabt. Ich hatte Okay. teilweise bei mir im Kopf richtig so Schwindelgefühle, das hat er diesmal nicht gehabt, schade, Okay. aber du hast es gemerkt. Also ich hab's, ja, also im Bauchbereich, Magenbereich, das war schon... Wie war es bei dir, Niklas? Hast du auch? Normal. Normal. Naja, Bin da wie alt bist du jetzt, 13? 13. Mit 13 muss man das auch aushalten, oder? Ja. Aber Gut, sehr schön. ja, Vielen herzlichen das war Dank. unsere kleine Probefahrt mit Nicole und Niklas.